Wir haben ein kleines Problem. Murat, das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, in der Folge haben wir alle Regeln gebrochen. Ah, das wäre doch die geilste Idee überhaupt. Wie heißt die Sendung? Murat ist am Arsch. So. Schlimmer kann's nicht mehr Aber werden. das ist, wenn nur Männer in einem Raum sind, da ist einer dümmer als der andere. Alles klar, hauen wir rein. Ja, los. Wow. Oh mein Gott. Herzlich willkommen bei Murat dreht am Rad. Wir bekommen was ganz, ganz Tolles von unseren Zuschauern jetzt zugeschickt. Wir wissen selber noch nicht, was es ist und wir dürfen es aufpippen, ummodellieren, was Neues daraus machen. Wir werden an einem Rad drehen und dann geht es ums Budget. Es kann 100 Euro sein, es kann aber auch 5.000 Euro sein. Wir wissen es wirklich noch nicht. Wir müssen uns was Tolles einfallen lassen, kreativ sein und manche Dinge haben auch eine ganz, ganz besondere Geschichte. Aha. Okay. Da ist auch ein Brief drin. Lieber Murat und Günni, vielen Dank, dass ihr uns auserwählt habt für eure neue Sendung. Wir haben uns riesig darüber gefreut. Der Laufstall unserer Tochter hat eine sehr große Bedeutung für uns. Ich heiße Erkan Demirdag. Ich wohne hier mit meiner Frau und 3 Kindern. Wir haben 2 Kinder gehabt, 2 Jungs. Und wir wollten unbedingt eine Tochter noch haben. Und haben gedacht, wir probieren es noch mal. Ich heiße Nagihan, bin 36 Jahre alt und das ist die Loja. Loja wird jetzt im August 2 Jahre alt. Es lief alles super, der Anfang von meiner Schwangerschaft, alles toll. Und dann musste ich zu einer, sagen wir mal, eine Routineuntersuchung in die Klinik. Und ein paar Tage davor hatte ich schon so ein mulmiges Gefühl, ich weiß nicht warum. Aber ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt mit meiner Kleinen nicht. Und das hat sich dann auch bestätigt. Es ist ein Herzfehler, was operabel war, aber es war was Großes. Also sie hätte ihr erstes Lebensjahr nicht überlebt. Und nach ein paar Tagen musste ich nochmal in die Klinik. Und dann kam da raus, dass die kleine Loja die Trisomie 21 hat, also das Down-Syndrom. Ich war natürlich im ersten Moment geschockt. Geschockt darüber nicht, dass sie dieses Down-Syndrom hat, aber dass sie halt das Herzfehler hatte und ich wusste nicht, wird sie es überleben nach der Geburt. Wenn man überlegt, ein kleines Mädchen mit 3 Monaten oder fast 4 Monaten, eine Herz-OP, das kann man sich eigentlich als Erwachsener gar nicht vorstellen. Es war halt sehr, sehr schlechte Zeit und da muss ich sagen, das Bett, was wir jetzt abgeben, hat halt eine riesen Bedeutung für uns. Also das Bett war schon überall bei uns. Mal im Schlafzimmer, dann mal im Wohnzimmer, auch in der Küche, wenn ich gekocht habe, habe ich sie mit dazu genommen, weil ich sie mal bei mir haben möchte. Wir sind uns sicher, dass du, lieber Murat, und der Günni was Tolles daraus zaubert. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Herzliche Grüße, Familie Demirdag. Die dürfen wir nicht enttäuschen. Das hatte Ella auch. Ich habe selber 2 Töchter. Und bei der Ella war es auch so, als sie auf die Welt gekommen ist in Heidelberg, war es dann wirklich so, dass wir auch nach der Geburt sofort die Diagnose hatten, Loch im Herz. Und es war wirklich so, die Ella ist geboren und einen Tag danach waren wir schon beim Internisten. Ich weiß noch, die Trauer, die wir danach hatten mit der Sally. Das andere ist natürlich auch noch, dass ich durch meine Nichte, wir haben jemanden in der Familie, die eine Behinderung hat. Meine Nichte habe ich vor ungefähr 4 Jahren verloren. Wenn man mit solchen Sachen zu tun hat, dann ist es schon hart. Und da ich damit zu tun hatte, war das für mich extrem emotional. Das Ding hat für sie eine Bedeutung, für das kleine Kind. Das heißt, wir müssen irgendwas machen, wo wir das wiederverwenden können. Normalerweise kriegst du so ein Ding, einen Laufstand, denkst du mal, scheiße, das mache ich jetzt. Aber da waren wir besonders motiviert. Also wir sind immer motiviert, aber wenn es dann eine Steigerung gibt, dann war es diese Folge, war das Ding geil zu machen,
um das Kind zum Lachen zu bringen, um die Familie glücklich zu machen, weil die haben harte Zeiten durchgemacht. Und ich denke einfach, dass wir hier unseren Kumpel Eugen anrufen. Der Eugen, der ist extrem kreativ, wirklich ein ganz, ganz toller junger Schreiner. Und der kann auch richtig handwerklich, hat da was richtig drauf, zwar nicht so gut wie ich, aber er kommt so sehr nah an mich dran. Und den rufen wir jetzt mal kurz an, oder? Ja, Murat? Hast du eine halbe Stunde Zeit auf einen Kaffee? Du verarschst mich. Nein, Ja, nein. doch, natürlich verarschen wir dich, was sonst? Ja, wir haben ein kleines Problem. Kannst du mal kurz vorbeikommen, wäre das möglich? Okay, ja, ich komme vorbei. Brudi, dankeschön, bis gleich. Meine Töchter lieben die Eiskönigin und alles. Ich weiß, die lieben Prinzessinnen. Vielleicht fällt uns da was ein. Und du liebst mich, oder? Nein, die liebe ich nicht. Du sollst mir auch nur helfen. Ja. Für mich war die Aufgabe extrem schwierig. Das war meine schwierigste Aufgabe, die ich jemals hatte. Oh mein Gott. Das ist das, wovor ich am meisten Angst hatte. Günni wird heute richtig liebkost. Lass Murat möglichst viele Rechenaufgaben lösen. Oh Gott, der kann doch gar nicht rechnen. Naja, kriegen wir hin. Was wir jetzt so machen? Bis der Eugen kommt, drehen wir am Glücksrad. Das muss Budget. Und dann gucken wir, was für ein Budget wir haben. Und ich hoffe natürlich, dass es das höchste Budget ist, was es überhaupt möglich ist. Weil das hat das Kind auf jeden Fall verdient. Also. Gib alles, ich sag dir's. Scheiße. Also 750 € ist jetzt echt nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht. Das heißt, wir haben schon unser erstes Problem. Okay, wir müssen eigentlich versuchen, das Bett irgendwie zu integrieren. Die Matratze wird uns wahrscheinlich nichts bringen. Können wir nicht gleich wegmachen. Hey, Murat. Eugen? Ich bin da. So, Eugen haben wir sofort gerufen, weil ich wusste, es ist was Schreiner. Und der Eugen ist wirklich eine Koryphäe. Also es ist einer der besten Schreiner, die ich überhaupt kenne. Es geht darum, wir haben diesen Laufstall von einer Familie zugeschickt bekommen. Und dieses Bett hätte das Kind jetzt 2 Jahre lang begleitet als Laufstall. Und wir haben uns überlegt, weißt du, so ein cooles Prinzessinnenzimmer, okay? So was richtig Cooles, um das Kind glücklich zu machen. Wir haben nur ein Riesenproblem. Und das Riesenproblem ist, er hat nur 750 € gedreht. Das andere Problem ist noch, dass wir nur 2 Tage Zeit haben, aus diesem Ding ein cooles, keine Ahnung was zu machen. Aber natürlich müssen wir Shoshi noch kurz anrufen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schaffen das nicht in 2 Tagen, wir wollen was Geiles machen. Also haben wir einen Shoshi geholt, wir haben einen Eugen geholt, dann waren wir eigentlich zu viert. Hey, guck mal, eine ganz kurze Frage. Und zwar folgendes, wir grillen wieder. Jedes Mal, wenn ihr ganz kurz grillen wollt und ganz kurz irgendwie meine Hilfe braucht, nimmt ihr mir 2, 3 Tage von meinem Leben. Ja, ich weiß. Jetzt pass auf, ich will jetzt mal ohne Spaß, Shoshi. Ich lüge dich jetzt echt nicht an. Ich würde dich nicht anrufen, wenn es nicht wichtig wäre. Shoshi hat Ideen, die hätte mir gar nicht. Bitte red nicht in Plural. Ich hätte sie auch. Ja, hin und nach, wenn sie Shoshi gesagt hat. Und es wäre echt toll, wenn du mal vorbeikommen könntest. Und glaub mir, du bist nicht mit uns 2 alleine, der Eugen ist auch dabei. Na, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns gleich. Bis dann, ciao. Ja. Tschüss. Also bis der Shoshi kommt, wird es noch ein Weilchen dauern. Guck mal, was du noch an Holz da hättest. Weißt du, von irgendeinem alten Auftrag Reste oder so. Restplatten. Ich habe hier auch noch, guck mal, ich habe hier auch ein paar Platten und solches Holz. Es ist ja eigentlich so, die Regel besagt ja, wir wissen nicht, wer es bekommt. Jeder weiß es, wenn man Möbel kauft. Hat sie ein Zimmer, hat sie kein Zimmer? Hat sie Dachschrägen, wohnt sie im unteren Stock, oberen Stock, weiß ich meine. Ich habe gesagt, nein, ich muss es sehen, wie das Zimmer aussieht, weil ich wollte keinen Schrott machen. Die wohnen in Dielheim. Das ist nicht weit weg. Dann lass uns kurz nach Dielheim fahren und wir gucken mal, was wir für Aufmaß haben, damit es wirklich perfekt sitzt. Okay, also komm, bis gleich. Bist du nicht sauer, weil du mir geistig überlegen bist? Nö, sind gut. So, nicht erschrecken, ich bin's und Günni. Hallo. Hi. Hallo, Schatz. Wir möchten eigentlich nur ganz kurz Lojas Zimmer anschauen, dass wir ein bisschen Maß nehmen können. Denn wenn wir mal etwas machen, nicht, dass wir es nicht hochbekommen. Oh, dann gehen wir die Treppe hoch. Jetzt, das ist ein bisschen eng. Was haben wir denn jetzt? 70? 70, ja. Plus 5 ist? 75. Okay. 1,36,1 plus 67. ist?
342. Was soll man, wenn man Plus rechnet? Schreibt doch einfach auf, was ihr sagt. Ah nee, musst mir doch Maße sagen. Ja. 1387. 1, 387. 1,38. Plus 1 Meter ist 238. Gut. Ja. 628,4. plus die 1. 728,4. Gut. Du bist auch so, also du bist schon echt ein extremer guter Rechner. Muss ich mal sagen, ohne Spaß. Warum rechnest du das eigentlich aus? Kannst du das mal sagen? Weil man das braucht, die Maße. Ja, also es ist wirklich das erste Mal in der Sendung, dass wir vorher zu jemandem zu Besuch gehen, weil es doch was ganz, ganz Spezielles ist. Wir haben da wirklich was Tolles vor. Und lass dich wirklich überraschen. Und der Günni hat da ganz tolle Ideen, weil er so unglaublich intelligent ist. So, wir haben jetzt das, was wir wollen. Die Maße. Die Maße haben wir, das steht, was Wir brauchen. Das heißt, wir gehen dann jetzt mal in die Werkstatt und überlegen uns was. Loja, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns in 3 Tagen sind wir wieder bei dir, okay? Oh mein Gott, bist du süß. Los. Ab geht's. So. Hat jemand mal gesagt, du hast echt schöne Augen. Ohne Spaß. Du siehst so, guck mich nicht an mit so einem Silberblick, ich sag's dir. Ja, komm. Servus, Hi Eugen. bin wieder da. Ja, wir haben jetzt nicht nur ein Problem, weil es sind nur 16 Quadratmeter. Wir haben Ja, einen aber Kniestock. 16 Quadratmeter ist doch recht groß für. Ja, ist groß, aber nicht, wenn du eine Dachschräge drin hast. Verstehst du, was ich meine? Ja, Dachschrägen, der Kniestock hat nur 50 Zentimeter. Eugen. Joshi, hast du die Würste Was mitgebracht? ich mich freue, dass ich dich sehe. Hi. Hi. Hi, Joshi. Hey, willst du mich jetzt verarschen? Nein, Wieso, komm, komm her. Hi. Blatt in, Blatt out. Schau dir, wir haben 2 Tage Zeit. Wir haben 750 Euro. Ist kein Spaß. Wir haben 750 Euro. Das, was wir gedreht haben, das ist unser Budget. Wir dürfen da nichts tricksen. Wir schmeißen ja von Spende. uns was Eine dazu. Spende, ja. Also ich spende. Weil mit 750 Euro. Okay, dann machen wir es so, dass es trotzdem ehrlich ist. Wirklich nur das, was wir in der Tasche haben. Ich glaube, in der Folge haben wir alle Regeln gebrochen. Wir haben alle Regeln gebrochen. Es war uns egal, was wir erdreht haben. Es war uns egal, ob wir kurz nochmal hinfahren. Wir sind nochmal kurz hingefahren, haben nochmal ausgemessen, dass es richtig passt. Wir hatten leider Gottes nur 2 Tage Zeit, aber haben uns noch den Eugen dazu genommen, weil er der absolute Koryphäe ist. Schokoriegel, Pokémon-Karte. Das kann nicht sein, dass ein erwachsener Mensch eine Pokémon-Karte im Sack hat und Schokoriegel. Oh, Oh, guck mal, den Geldbeutel. aha, so. Joshi, was geht? Das wäre mein. Guck mal, der hat einen Bis grünen- Monatsende wäre das Ich gewesen. bin seit 15 Jahren verheiratet. Wie sieht ein 100-Euro-Schein aus? Ist auch nochmal ein Zehner. Machen wir einen Plan. Ich habe die Maße hier. Wir haben 48 Stunden Zeit. Ja. Von mir aus die Zeit zählt ab jetzt, ein geiles Prinzessinnenzimmer zu machen. Prinzessin Burg irgendwie von den Farben her pink. Ich würde halt gern dann die Möbel dort auch verwenden. Um Kosten zu sparen, vielleicht auf den Stoff zurückgreifen. Die Rückwand dann auch mit dem Stoff. Oftmals sieht etwas toll aus, ist aber nicht praktisch. Denkt immer auch dran, ich habe 2 Kinder, für Stauraum. Lass uns da vielleicht so eine zweite Ebene einziehen oder so. Schubladen unterm Bett, das haben meine Kinder im Bett. Das ist ein Game Changer. Das heißt, Bettkasten. Bettkasten, genau nennt sich das. Das war hier. Und dann wollen sie ja irgendwie den Laufstall integrieren. Weißt du, dann können wir ja hier ein Stück von dem Laufstall. Ich habe jetzt voll die coole Idee. Wir drehen den Schrank, stellen ihn sozusagen so fast so gegen das Bett. Da machen wir in die Platte so einen Kreis rein. Öffnung rein, dass sie da durchsteigen kann. Genau. Also Männer, los, Hand drauf. Alles klar, hauen wir rein. Ja, los. So, hier hat der Eugen eine Mehrschichtplatte aus Birkenholz. Das zählt jetzt auch als Massivholzplatte. Ist unheimlich stabil durch die Schichten, weil sie aufeinander geleimt werden und im Kreuzverfahren. Das heißt, das ist jetzt eine richtige Materialschlacht, nur mit Schneiden. Okay. Du könntest vielleicht eins machen, du könntest schon mal das hier abschleifen. Du bist auch so schön rasiert. Wir bauen das jetzt mal hier auf und dann gucken wir, dass wir es hinkriegen. Papa! Hallo. Guck mal. Papa, diese 3 Menschen hier, nicht schlaue Menschen. Dein einzig schlaue, deine Schwiegersohn. Mehmet ist Sallys Vater und ein ganz toller Mensch, ein ganz lieber Mensch. Guter Schreiner
und Spezialist, auch Spezialist. Ja. Und dieser Mann? Kriminell. Zuschauer. Können wir, jetzt einmal, wir haben jetzt nur noch 46 Stunden, also können wir weitermachen. Ja. Papa, danke schön, aber wenn wir dich brauchen, dann hilfst du uns, okay? Okay, ja. Kein Problem. Und jetzt geben wir Gas. Los, Leute. Danke, Papa. Gott segne dich. Aber du hast auch eine ganz schöne Haut. Ja, ich weiß. Bei einer Matratze ist ja immer so, die muss immer zirkulieren, da muss Luft dahinter sein. Und deswegen machen wir das so, wir machen das mit der Lochfräse. Wie gesagt, das ist das Unterteil vom Bett und da machen wir einen künstlichen Lattenrost mit dieser Lochfräse hier. Kontrollier auch mal die Maße geschwind noch mal durch, ob du da vielleicht was falsch gesagt hast. Nee, ich mache eigentlich keine Fehler. Alter, wir haben Länge und Breite verwechselt, kann es sein? Das ist doch scheißegal, Länge und Breite verwechselt. Hast du auch wieder recht. Hi Ella. Hi Schatz, alles okay? Was wir machen? Ja. Wir bauen für ein kleines Mädchen bauen wir ein Prinzessinnenzimmer. Ella ist unser Nesthäkchen. Ella ist 7 Jahre alt, sehr, sehr aufgeweckt. Aber Ella hat viel von mir, muss ich ehrlich sagen. Guck mal, Ella. Und nachher kommt das einfach nur hier reingeleimt, verstehst du? Und dann tun wir es zusammenstecken. Willst du das mal machen? Guck nur ein bisschen. Guck, draufdrücken. Und nur so ein bisschen, okay? Genau. Den Eugen haben wir auch in die Sendung geholt, nicht nur, weil wir ihn gut kennen und mit ihm schon immer was machen, sondern er sieht auch verdammt gut aus. Ich habe schon eins gemerkt, dass unser Team, Eugen und ich, dass wir da geht richtig was. Wir sind wie Roboter, wir reden nicht. Es sind einfach Gefühle, wo wir brauchen nicht reden. Ich schaue ihn an, er schaut mich an, wir wissen, es funktioniert. Und er sieht, dass du nicht weißt, was du machst. Deswegen habe ich die ganze Zeit das Ding an. Guck mal, jetzt putzt er wieder, weil er nichts weiß, was er machen soll. Du bist ein guter Sauger, wirklich. Du bist ein Kompliment an dich, du bist der beste Sauger hier in der Firma, wirklich. Das ist Endlich mal ein Kompliment. Für Loja und ihre Familie hat ja der Laufstall eine ganz, ganz besondere Bedeutung gehabt. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das als Prinzessin machen? Ein bisschen Gold natürlich, Gold-Weiß, Weiß-Gold, wie auch immer. Tue ich das jetzt alles lackieren, dass es richtig schön aussieht, dass es so richtig Prinzessinnen-like ist. Ich habe zu dir gesagt, lackierst in mehrere Arbeitsgänge. Mache ich auch schon. Ja, aber nee, das machst du nicht, weil du Drehler drin hast. Ja. Lass es trocknen jetzt. Ja, mache ich doch auch. Ja, aber das ist doch nur nass. Vertrau mir bitte, ich habe das schon mal gemacht. Da kommt der Schorsch mit seinem Goldspray, verstehst du, wie man lackiert und allem drum und dran. Und es ist wirklich immer so, wir waren zu 4, also 4 Handwerker. Das heißt 4 Meinungen und 4 Methoden. 3,5. 3,5, wer ist der halbe? Er hat vor einer Stunde lackiert und jetzt will er abkleben. Aber echt wenn er das Klebeband wieder abzieht, zieht er den Lack auch mit ab. Wow. Eugen, ich bin wie eine Mutter zu euch, gell? Dankeschön. Nach 3 Stunden haben wir uns halt Gedanken gemacht. Murat, ja? Alter, willst du mich eigentlich verarschen oder? Georgi,
Die uns Farbe ist auf verarschen. Wasserbasis. Ich bitte euch, Wasserbasis lackiere ich nicht einfach. Das hat ausgesehen. Hast du Wasserfalloptik lackiert, oder? Lass mich doch einfach in Kurze Ruhe. Frage, wenn Ja. du jetzt das Klebeband abziehst Ja. und der Goldlack geht mit. Nein, der geht nicht mit. Ich hab's geguckt. Lass mich doch einfach in Ruhe. Frage, wenn Ja. du jetzt das Klebeband abziehst. Ja. Siehst du, wenn du solche Leute um dich rum hast, da hast du gar keinen Bock mehr, was zu machen. Was gefällt dir nicht, Joshi? Ist da ein Fleck? Oder ist das Ding, ach guck mal, das ist ja kaum abgerissen. Ich kann es nicht mehr. Ich bin aus einem gewissen Alter draußen, wo ich damit nicht mehr klarkomme. Zieh mal so ein Klebeband ab. Ich möchte mal sehen, was mit dem Goldlack passiert. Nein, mache ich jetzt nicht. Weil ich muss noch lackieren. Was musst du Das lackieren? muss doch unten drunter trocknen. Schlimmer kann's nicht Hör mehr auf. werden. Das kannst du nicht abziehen, das muss nur unten drunter trocknen. Und dann ist das Krasse ist halt, die ergötzen sich an meinem Scheitern. Komm, mach mal das Klebeband. Hey, wir brauchen das wirklich, deshalb sind wir da. Joshi, aber das trocknet doch. weitermachen. Leute, guck mal, guck mal, was sie jetzt gemacht hat. Jetzt halt verschwind bloß. Verschwind ehrlich. Ich wusste, dass das kommt. Dass die 3 Amigos kommen und wieder so ein dummes Maul haben. Das habe ich gewusst. Ich habe das gewusst. Da ist jeder Professor, glaubt mir. Und das stimmt wirklich. Wenn 2 Handwerker einer Meinung sind, ist einer kein Handwerker. So Männer, die Leiter ist schon getrocknet. Bis morgen wird alles dann wahrscheinlich richtig trocken sein. Aber es sieht richtig cool aus, was ihr schon gemacht habt. Da machen wir morgen früh gleich weiter, nachdem bei mir alles getrocknet ist. Dein Morgen Lack, der ist so Braucht dick, eine der, Woche, der Kollege. braucht eine Eine Woche. Woche braucht es. Ja. Der braucht eine Woche. Ja, also, bis morgen. Kommt Männer, lass uns Feierabend machen. Tag 2 unserer Heldenreise. Leider ist unser Freund Eugen heute nicht da, der ist im Stau. Also Leute, legen wir los. Also, Komm, du machst jetzt eine ganz tolle Ja, Spachteltechnik. die ist leicht grundiert. Oh, Jetzt nehmen wir diese Spachtelmasse. ja, Da sind kleine Metallpartikel drin. ja, Und dann ja, tust du es hier aufsetzen ja. und ziehst gerade so drüber. Und seid da wirklich mutig. Es ist richtig cool. Seid da mutig, da kannst du nichts falsch machen. Nee. Nee. Sollst du doch nicht. Fläche nicht zu. Ja. Wir machen eine Fleckspachtelung. Da kannst du nichts falsch machen. Jetzt lassen wir es kurz antrocknen und dann gehen wir nochmal drüber. Es geht relativ schnell. Da können wir schon hier weitermachen, weil das ist schon wieder Nein, trocken. das ist nicht trocken. Nein, das ist schon trocken. Guck. Nein. Doch. Oh. Es sieht manchmal einfacher aus, als das es ist, ne? Weil ja der Mensch dazu neigt, dass er es ja perfekt machen will. Und hier ist es eigentlich das Interessante oder das Schöne, wenn es nicht perfekt ist. Und dann wird es aber am Schluss perfekt. Guck mal, was du da drauf Ja, geschmiert aber hast. ich weiß, aber es sieht echt geil aus. Also Ohne für- war Spaß. es beim Hausputzen nicht Das drauf? sieht mir aus wie Stucco Pompeii. Wo willst du da eine tiefe Wirkung erzielen? Wo? Ja, jetzt? Wo? Wo? So, ich bin wieder da. Okay, komm, wir müssen jetzt heute fertig machen. Ich gehe mal kurz Ja, hol mal die Gitter. Die dürften jetzt schon trocken sein. Und wir könnten vielleicht, wenn wir genug von denen haben, hier eine Nut raus. Wenn Ja. du jetzt das Klebeband abziehst Ja. und der Goldlack geht mit, Nein, der geht nicht mit. Nein, der geht nicht mit. Was ist? Was ist Wieso das? tust du das weg? Ich wollte nur gucken, Guck wie... doch, dass du dein Zeug fertig Okay. kriegst. Ich war ehrlich. Was machst du da? Tja, was ist das? George? Hast du mal kurz Zeit? Am nächsten Tag, als wir das Klebeband abgezogen haben, hast du auf den Lack abgezogen. ach du Scheiße. Eugen, guck das an. Joshi. Murat, das ist nicht dein Ernst. Ja. Das kann nicht dein Ernst sein, Murat. Ein paar Sachen sind falsch gelaufen. Guck mal, wir haben ein Problem. Das Wichtige ist, dass wir jetzt das Problem lösen. Wir sind eine Familie. Löse mal. Wenn mir das Problem beseitige, bist du weg. Ada. Wir müssen jetzt das Problem lösen. Ich finde eine Lösung. Hör jetzt auf zu babbeln und mach mal dein Ding wieder. Wir brauchen die Teile.
Jetzt mache ich es einfach nochmal, weil ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen und ich werde das Problem lösen. Das Wichtigste ist immer, dahinter zu stehen und es zuzugeben, dass man was falsch gemacht hat. In dem Fall habe ich natürlich nichts falsch gemacht. Soll ich dir ein bisschen helfen? Willst du lackieren? Ja? Alter, geh mal weg von meinem Ding. So, das wird jetzt eine richtig schöne Kante. Damit kaschiert man auch ein bisschen. Steht halt überall Bauch. So, hier haben wir jetzt den Gardinenstoff und den müssen wir jetzt bügeln. Du hast 2 Töchter, gell? Würde es dir nicht gefallen so? Ich glaube, es wäre ein bisschen zu kitschig. Wir waren so stolz, als wir fertig waren. Also wir haben 2 Tage, wir haben echt kaum Pause gemacht und wir haben geschwitzt und wir haben echt Angst gehabt, wir waren motiviert und wir wollten das Beste machen und dann machen wir ein Prinzessinnenzimmer. So. Und wir, unserer Meinung nach sah das aus wie ein Prinzessinnenzimmer. Und dann kam Sally. Hey Männer! Und? Okay, wollt ihr jetzt Eine ehrliche Meinung? Nein. eine ehrliche Meinung oder eine... Gedrückte. Ja, was ist die ehrliche Meinung? Also, meine ganz ehrliche Meinung ist, ich finde die Idee super, aus einem Laufstall ein Bett zu machen. Ich finde es auch von der Architektur her, wie ihr das aufgebaut habt, richtig schön. In Sachen Deko, Rüschchen und Gardinen und Insektennetz? Bitte, sag einfach nichts gegen die Gardinen. Sag einfach nichts gegen die Gardinen. Also ich finde die Ursprungsidee cool. Die Farben und so finde ich ein bisschen sehr barock, so ein bisschen altbacken. Also ich will euch halt nur ersparen, dass jetzt nicht irgendwie die Mama und der Papa, die halt euch das Laufgitter in die Hände euch anvertraut haben, dass die halt traurig sind. Wie heißt die Sendung? Murat ist am Arsch. So, ja, will ich es wissen, so heißt die Sendung. Es sieht aus wie damals bei die Prinzessin auf der Erbse. Ja, aber das ist doch gut. Nein. Warum nicht? Wir sind vielleicht zu alt, aber Kinder möchten das heutzutage nicht mehr. Also wir waren alle enttäuscht. Wir haben es eingesehen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und dann war dieser Enthusiasmus da. Wir schaffen es trotzdem. Also los, jetzt ist Danke. Fertig, los. Männer, kurz vor Ladenschluss. Ich habe noch alles geholt. Ich war der Letzte an der Kasse. Murat, eine Frage habe ich. Ja? Was soll der Löwe? Ich fand den voll süß. Wir nennen das Prinzessin Märchenwald. Weil ich finde, es sieht richtig cool aus. Prinzessin Märchenwald, das passt. Dann haben wir so ein bisschen Prinzessin und wir haben so ein bisschen Grimms Märchen. Es gibt ja verschiedene Hindernisse in der ganzen Sendung. Das heißt, es kann sein, dass ich ganz, ganz weniger drehe. Das kann sein, dass wir wirklich gar keine Ahnung haben, was wir da machen. Und wir haben auch nur 2 Tage Zeit. Und dann gibt es noch ein Hindernis, das sind Spezialaufgaben. Also ich weiß meine Spezialaufgabe und er hat eine Spezialaufgabe. Und in dieser Spezialaufgabe müssen wir Dinge tun, wovon der andere keine Ahnung hat. Du hast verloren. Du hast verloren. Das war für mich wirklich eine ganz, ganz krasse, harte Challenge. Und zwar, ich musste dir Komplimente machen. Ich habe das genossen, aber ich bin gut. Aber dass du mich nur in das Licht führst, ja. So weit habe ich nicht gedacht in dem Moment. Ich habe einen ganzen Ausschlag gehabt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ja, mein erster Sieg jetzt. Was war deiner? Ich habe dich zum Rechnen bringen müssen. Das war auch gut. Das war mal kapiert, du Dummkopf. 1,36,1 plus 67. Ist
342. Was soll man, wenn man Plus rechnet? Schreib doch einfach auf, was ihr sagt. Ah, nee, du musst mir doch Maße sagen. Ja. So, oh mein Gott. Das war echt schwer. Ich war auch eigentlich gut im Rennen. Aber irgendwann habe ich dann aufgegeben und gesagt, oh, lass ihn auch mal gewinnen, weil sonst wäre er ja total deprimiert gewesen. Du hast gemerkt, dass ich einfach zu dumm bin zu berechnen. Das ist ja mal ehrlich. Und ich werde das Ding noch gewinnen. Du wirst sehen, ich werde es gewinnen. Und wenn ich gewonnen habe, dann bist du erledigt, mein Freund. Jetzt, er ist immer noch in Führung, muss man ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, er ist zu schlagen. Passt auf. Und jetzt ist es nicht ein geiles Prinzessinnenzimmer? Weißt du, das Wichtige ist, dass wir zusammengehalten haben, bis zum Schluss. Obwohl wir vor so viel Rätsel waren und vor so viel Barrieren, aber wir haben es trotzdem geschafft. Leute, ich finde echt genial gemacht. Du hast aber auch so ein Motivationstalent. Ja. Du bist der Hammer. Ja. Das ist wie... Kommt in meine WhatsApp-Gruppe. So, auf jeden Fall geniales Ding. Und jetzt ist mir eingefallen, jetzt holen wir die Sally. Und egal, was sie sagt, wir halten zusammen. Und, Jungs? Ja. Jetzt pass auf, bevor du was sagst. Eine Frage habe ich. Ich habe viele Fragen. So, ich erkläre es dir ganz kurz, okay? Ja. Ja, wir sind Männer. Und wir haben ein Prinzessinnenzimmer gemacht, okay? Und ich finde, zu einer Prinzessin gehört natürlich, wir haben hier ein bisschen Tüll, wir haben hier ein bisschen Pink. Und ich weiß, dass du vielleicht einen anderen Geschmack hast. Aber wir haben uns wirklich den Hintern aufgerissen. Wir haben wirklich alles gegeben, um das Kind auch glücklich zu machen. Und ich denke einfach, das Zeichen der Löwe steht für Stärke? Was? Stärke. Für Stärke, genau. Richtig, danke, Günni. Der Koala, der war im Angebot. So. Wir hatten 2 Tage Zeit und wir haben das hier gemacht. Und ich bin echt stolz auf uns. Ja. Und jetzt, sag, was du sagen wolltest. Ich glaube, sie wird sich freuen. Ja. Ich finde es jetzt viel, viel schöner als davor. Und bis sie irgendwann euch dann sagen kann, wie ihr das gefällt, ist sie sowieso aus dem Bett rausgewachsen. Alles klar. Bis morgen. Dann bei der Auslieferung. Ihr habt es super gemacht. Ja. Wirklich. Die wird sich wirklich freuen. Ja. Loja, wir kommen. Jetzt gehen wir alles, okay? Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Alles okay? Hallo, danke schön. Hallo. Hallo zusammen. Sollen wir noch mal hochgehen? Ja, gerne. Gerne. Wir haben einiges zu tun. Wir werden ganz schön lang brauchen. Aber Arda hilft. Arda zeigt euch genau. Arda, du hilfst uns. Wenn ich es allein machen würde, wäre ich 1 Stunde fertig. Mit ihm zusammen brauche ich 2 Stunden wahrscheinlich. Ich denke mal, so 2 Stunden müsst ihr uns in Ruhe lassen. Und dann werden wir euch noch mal rufen, okay? Alles klar, komm. Okay, dann legen wir lass uns Arda, los, du hilfst genau. uns. Arda, du weißt, du hilfst, okay? Du weißt, wie ein Hammer funktioniert, du weißt alles, okay? Jawohl, komm. Mir hilfst du auch. Gezeigt. Wir werden jetzt ein Riesenproblem haben. Wir haben nur eine 70 cm tiefe Treppe, um das Zeug hochzukriegen. Mal gucken, ob wir noch einen Nachbar finden, oder? Nee, wir können nicht bei jeder Folge einen Nachbar finden. Verstehst du, was ich meine? Warte, ich muss immer erst die Stufe jetzt hoch. Oh mein Gott. Geht nicht. Geht nicht? Nein, es geht physikalisch gar nicht. Warte mal ganz kurz. Ich muss gucken, ob ich es nach links reinkriegen will. Doch, warte mal ganz kurz. Doch, jetzt komm. Bitte Gott, gib mir. Oh mein Gott. Halt. Wo ist er? Oder früher hat sich der Günni immer versteckt, wenn die Leute von der GEZ gekommen sind. Ja? Weißt du, was GEZ ist? Mein Gott, ich bin echt kein Dekorateur, ohne Spaß.
Okay, Güni. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt rufen wir sie gleich. Ja. Okay? Hallo. Oh Gott, jetzt bin ich mal schön. Wow. Oh mein Gott. Ein Traum. Sehr schön habt ihr das gemacht, alles zusammen, wirklich. Wow. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich finde es mega, was sie da draus gemacht haben. Man merkt aber auch, dass sie wirklich sehr viel mit Herz alles gearbeitet haben. Und? Gefällt dir das? Guck mal, da ist dein Bruder. Hier haben wir einen Laufstein integriert und hier vorne ist eine kleine Leiter, da haben wir auch nochmal integriert. Dass ihr es gemacht habt, das ist uns sehr viel wert und dass auch die Sachen erhalten sind vom Laufstall, ist für uns sehr wichtig gewesen, sehr schön. Perfekt, ihr habt es mega gemacht, wie gesagt. Wir wissen jetzt nicht, ob die Loya nochmal operiert werden muss. Ich finde es halt auch schön, dass wenn sie dann, Gott bewahre, ich möchte es nicht aussprechen, aber es könnte passieren, dass wir wieder Aufenthalt haben in der Klinik und wenn wir dann nach Hause kommen, dass wir unseren Rückzugsort mit ihr haben. Bravo! Wow! Das haben die super gemacht, ne? Bravo! Hey, die ist 2 Jahre alt und sieht das, guckt uns an, guckt das Ding an und fängt an zu klatschen. Das war... Und ich dachte, ach du Scheiße, wie genial war das einfach. Oh mein echt, hey, Hammer. Aber echt schön. Schön war's. Ja. War toll. Ich will euch umarmen. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich auch, Murat. Vielen lieben Dank. Ihr habt es so schön gemacht. Also 1000 Dank, dass wir die Möglichkeit gegeben haben. Sowas macht uns selber glücklich. Wundervolle Kinder habt ihr, ganz, einen sehr, sehr schlauen Ader. Eine wundervolle Loya habt ihr, wirklich. Ich wünsche euch gute Heimfahrt. Wünsche euch das. Ciao, ciao. Ada, tschüss. Ciao, Ada. Gib 5. Chuck, Chuck. Biggie. Aha. Das ist richtig genial. Richtig süße Familie, ohne Spaß. Irgendwas stimmt nicht. Ah, Handbremse. Ach, Güni, das war, glaube ich, unser emotionales. Das war jetzt ja. Aber die Kleine ist aber goldig. Wir alles verdient. This goes out to you, and you, and you, and you. This goes out to you. This goes out to Biggie.